Der Samba-Bus von Volkswagen zählte zu den Kultgefährten der Hippie-Szene und ist heute einer der begehrtesten Oldtimer der Welt. Ich sitze hier in einem der ältesten Exemplare, die hergestellt wurden. Das konnte man genau rekonstruieren. Und zwar wurde er am 27. August 1951 in Wolfsburg gebaut. Der Hersteller nannte dieses Modell damals Achtsitzer Sondermodell. Von Samba war noch keine Rede, das kam alles erst später. Und wenn man dieses Fahrzeug so ansieht, denkt man auch weder an Samba noch an einen Achtsitzer. Das ist auch im Moment noch ein bisschen spärlich möbliert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass es sich hier um ein durchaus instandsetzungsbedürftiges Fahrzeug handelt, dann ist dieser Eindruck richtig. Das ist ein Auto, das ist im Frühjahr des vergangenen Jahres gefunden worden, und zwar auf einem Feld in der Eifel. Und dort hat es 57 Jahre lang vor sich hingerottet. Es ist wohl 1961 dort zurückgelassen worden. Das war damals eine durchaus übliche Entsorgungsmethode. Heute ist sowas natürlich untersagt. Das, was dann wieder zum Vorschein kam, war natürlich nicht mehr so richtig viel. Eigentümer des Fahrzeugs ist Florian Kalf, Geschäftsführer des Bonner Entfallteiledienst. Das ist einer der führenden Großhändler von VW-Ersatzteilen für historische Modelle. Und das ist auch durchaus hilfreich, weil bei diesem Auto natürlich sehr viel Teile verbaut werden müssen, die eben nicht mehr vorhanden sind. Ziel dieser Restaurierung ist aber nicht nach Möglichkeit alles zu erneuern, sondern nach Möglichkeit alles, was eben noch da ist, zu erhalten. Und das macht die Restaurierung aufwendiger, als wenn man hier großflächig neue Teile zum Einsatz bringen würde. Herr Kalf versteht diese Aktion mehr als ein Gesamtkunstwerk, denn als eine gewinnbringende Maßnahme. Der Wagen ist fahrbar, darf so allerdings nicht auf Straßen bewegt werden. Sie sehen, die technischen Funktionen sind in Teilen schon wieder hergestellt. Ziel ist es, irgendwann auch eine TÜV-Abnahme zu machen und dem Wagen tatsächlich wieder eine Straßenzulassung zu verschaffen. Der Wagen kommt jetzt nach Großbritannien, wo ein Karosseriebauer sehr kunstreich alles weitgehend ergänzen und stabilisieren wird. Die gesamte Restaurierung wird mindestens 5 Jahre dauern, schätzt Herr Kalf. Insgesamt wird sie wohl etwa 100.000 € oder noch etwas mehr kosten. Das entspricht dann auch etwa dem Gegenwert eines gut erhaltenen Samba-Busses. Dieses Fahrzeug soll jedoch niemals wieder in den Verkauf gehen.